Hallo und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und wie der Titel schon vermuten lässt, gibt es mit meinem neuen Projekt, und zwar hier dem Bohrständer für Akkuschrauber, da gibt es natürlich kleinere Probleme. Ich habe bei diesem Projekt sehr viel gelernt, unter anderem, das ist eine lineare Führung. Und zwar kommen da Stäbe durch und hier im Innenteil sind Kugellager, damit diese Stäbe besser laufen. Das, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass deutsche 12 mm und chinesische 12 mm nicht dasselbe sind. Weder das gleiche, noch dasselbe, noch im entferntesten irgendwie da rankommen. Also das hier hat mindestens 13 oder sogar 14 mm Innendurchmesser, wodurch mein ganzes Projekt gefährdet war. Aber von Anfang an und dann zeige ich euch mehr. Was brauchen wir? Ich habe jetzt hier 18 mm Buchenholz. Das ist 14,5 mal 16 cm. Das hier ist 4,5 mal 14,4 cm. Und dann brauchen wir hier, ja fangen wir hiermit mal an. Das sind halt normale Stangen, 12 mm. Die sind auch 27 cm lang. Wie gesagt, Durchmesser 12 mm, passend dazu Federn. Verlinke ich aber alles eigentlich unten drunter, das kommt hier so drüber. Dann brauchen wir hier lineare Führungen, 2 Stück, Innenmaß auch 12 mm, das soll hier drüber gleiten. Dann haben wir hier 2 Hutmuttern, die passend auf diese 12 mm Gewinde hier oben sind. Das ist nur ein Teilgewinde, das reicht auch, mehr braucht man auch nicht. Ja, dann hier ein Bohrfutter mit der dazugehörigen Halterung und hier halt 2 von diesen Rundführungen. Die haben einen Durchmesser, der halt hier auf dieses Bohrfutter passt. Wie gesagt, verlinke ich aber alles unten drunter. Das ist die Grundplatte, das ist 18 mm Buchenholz geleimt. Und zwar habe ich dann hier, das ist 14,5 cm. Da habe ich jetzt hier die Seite 16, das ist so ein Reststück. Und da habe ich jetzt diese Querlinie, die Hälfte genommen und mir dann hier die Hälfte und von hier die Hälfte angezeichnet für ein Loch zu bohren. Und zwar damit ich diese schöne Rundung hier hinbekomme. Also die Rundung ist 14,5, genauso wie das Brett breit ist. Und da machen wir jetzt mit der Bandsäge, schneiden wir uns das hier halbrund ab. Ja, das ist doch schon mal ganz schön rund geworden. Wer wissen möchte, wie man diese Schneidevorrichtung selber baut, ich verlinke euch dann mal hier oben das Video dazu. Zunächst schneiden wir uns hier in dieses Brett, da habe ich das Loch vorgebohrt, um die Rundung abzuschneiden. Da machen wir uns ein 70 mm großes Loch rein. Mit dem Streichmaß mache ich mir jetzt hier an der Seite einen Strich, das ist genau die Hälfte. Hier auf dem oberen auch direkt einen Strich, damit ich später auch die Mitte habe. Jetzt soll ja dieses Holz hier übereinander mit diesen Metallteilen durch. Und damit ich jetzt hier jeweils die richtige Mitte habe, setze ich die übereinander. Dazu muss ich jetzt noch hier das anzeichnen. Hier habe ich jetzt ein neues Hölzchen mir besorgt. Und zwar soll ja diese Stange hier, die soll hier rein. Das heißt, von unten soll der Kopf, der soll versenkt werden im Holz drin. Wenn der hier drin steht, ist mir natürlich der Rest, der hier drauf steht, zu wackelig. Ja, da habe ich Angst, dass da irgendwas passiert. Darum dieses Hölzchen, das kommt hier zusätzlich drauf, nur als Verstärkung für diese Halterung hier. Zusätzlich möchte ich gerne dann später hier an der Seite, wie gesagt, das gibt für beide Seiten das Klötzchen, eine Art Griff eventuell dran schrauben. Weiß ich noch nicht, ob das funktioniert, aber dafür muss ich dieses Holz dann hier auf 22,5 Grad abschneiden. Bevor wir jetzt weitermachen, werde ich hier mal die Kanten, auch hier innen drin, die Kanten schön brechen und das machen wir hier dran.
Hier bohre ich Löcher für die Muttern, die die Führungsstangen halten. Dazu benutze ich einen 25er Forstnerbohrer. Hier werden die Verstärkungen für die Metallstäbe aufgeleimt. Die habe ich mir vorher angezeichnet. Ja, das sieht gut aus. Schnell noch die Schraubzwingen drauf und fest ist das Ganze. Nun bohre ich durch die Forstnerlöcher zwei 12 mm Bohrungen. Das Kugellager soll hier in der Mitte, damit das Bohrfutter eine Führung hat, und deshalb bohre ich jetzt ein 13 mm Loch. Das obere Holz soll natürlich genau passen, darum wird von oben durch die vorhandene Bohrung durchgebohrt. So kann man die Forstnerlöcher für die lineare Führung bohren. Da die Führung etwas zu dick ist, das habe ich hier ausprobiert mit verschiedenen Bohrungen, feile ich die ganzen Rundungen jetzt ab. Jetzt machen wir einfach unten drunter hier diese Muttern rein. Drücken hier einfach die Stangen einmal durch, die Federn drauf. Die Federn sind ja zu lang. Deshalb schneiden wir die ab, und zwar, ich habe es eben versucht, also man kann die nicht durchpitchen. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das mit dem Winkelschneider hier zu machen. Und zwar sind ja hier unten, ist ja das Gewinde, bis dahin, denke ich, das ist die ideale Länge. Das schneiden wir da mal ab. Ja, das funktioniert doch schon, ist doch schon viel leichtgängiger. Das hier unten soll der Tiefenanschlag sein. Das heißt, man kann dieses Teil hier hoch machen, hier festdrehen und dann geht das Ganze nur auf diese Tiefe runter. Dazu mache ich mir jetzt hier, das ist ja eine Mutter, die ist nicht festgeschraubt, die ist etwas größer als das Ganze. Da bohre ich mir jetzt ein Loch rein und schneide mir ein Gewinde rein. Hier habe ich jetzt die Mutter eingespannt, dann werden wir erstmal eine Kerbe da reinhauen, damit ich mit dem Bohrer ein Loch habe. Die Mutter habe ich jetzt hier eingespannt und dann bohren wir mal munter drauf los. Das war eben ein 5,5 mm Bohrer, jetzt habe ich mir einen 6 mm Gewindeschneider drauf gesetzt. Hier ist jetzt schön das Loch mit dem Gewinde drin und hier habe ich so eine Sternmutter. Die lässt sich da ganz leicht reindrehen und damit können wir das Ganze dann auch festmachen. Bauen wir erstmal jetzt hier das Bohrfutter zusammen. Hier kommt einfach das Gegenstück rein und hier eine Schraube, die allerdings ein Rechtsgewinde hat. Das heißt, man muss es andersrum festdrehen. So, damit ist das hier schön fest. Das ist ein Spannfutter, das keinen Schlüssel benötigt. Das kann man also schön von Hand auf und zudrehen. Das kommt dann hier rein. Hier kommen noch Kerben rein und da kommt ein Sprengring drauf. Und so läuft das Ganze dann später. Tja, so ganz bin ich mit der Sache noch nicht zufrieden. Und zwar diese lineare Führung, die hier über diese Stange laufen soll, die wackelt. Ja, also ich zeige das mal von der Seite. Das Ganze kann man hier kippen. Also da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Also das Ganze wackelt hier extrem. Also das kann so nicht bleiben. Ist damit das Projekt gescheitert? Also ich denke mal, nein, weil ich habe da noch eine andere Idee, wie wir das weiterführen könnten. Aufgeben ist keine Option. Deshalb bleibt dran und schaut, wie es weitergeht. Tja, so sieht das ausgebaut aus. Das hat Spiel ohne Ende und das geht nicht.
Jetzt habe ich mir hier nochmal dasselbe Holz zurechtgeschnitten und 2 Randhölzer, die habe ich hier an den Ecken rund gemacht. Die leime ich mir hier drauf und versuche dann später hier das als Führung zu nehmen. Wenn das dicker ist, habe ich mehr Führung. So, das Holz habe ich jetzt mal hier durchgebohrt, damit das hier etwas dicker ist. Habe 2 von diesen Führungsteilen hier eingebaut und ich baue das jetzt mal provisorisch zusammen. Ich muss nachher noch hier die scharfen Kanten mit der Oberfräse abmachen, aber schauen wir erstmal. Auf jeden Fall ist das Ganze nicht mehr so wackelig wie eben. Also die Führung ist eindeutig besser als mit diesen komischen Linearführungen. So, wollen wir mal sehen. Ja, das ist doch absolut gerade. In der Richtung auch. Ja, das ist ja echt, das ist 100%ig gerade. Als nächstes fräse ich dann hier nochmal, ich habe das wieder auseinandergebaut, die Ecken einfach mal schön ab. Jetzt habe ich hier so eine 6 mm Alustange und werden sich wahrscheinlich schon einige gefragt haben, warum habe ich das hier gerade und hier rund gemacht. Und zwar habe ich Folgendes vor. Hier ist ein Holz, das ist jetzt glaube ich 2 cm hoch. Das will ich hier hinten mit dieser Stange beweglich machen, beziehungsweise so rum kommt das. Und wenn ich dann dieses Teil rausziehe, rumdrehe, dann habe ich hier einen Anschlag. Ja, den kann man dann noch ein Stück rausziehen. Das sind zwar nur maximal 10 cm, die man da rausziehen kann, aber es ist halt sehr hilfreich, wenn man am Rand Löcher bohrt. Und das würde ich gerne da dran machen. Und diese Stange soll hier hin. Das habe ich jetzt hier ausgemessen. Und da schneide ich mir jetzt mit der Tischkreissäge 6 mm tiefe Nut da rein. In die Nuten werde ich jetzt hier an einer Seite ein 5,5 mm Loch bohren und anschließend ein Gewinde da reinschneiden, was 6 mm hat. So, hier habe ich jetzt so einen Drehknopf drauf gemacht. Der geht hier unten genau hinein. Und wenn jetzt hier das Metall drin liegt, wird das von oben zugedreht und das kann sich nicht mehr bewegen. So, und damit das Metall natürlich hier, das ist ja lose, damit das nicht rausfällt, habe ich mir hier ein Holz geschnitten, ich glaube 3 oder 4 mm, und das klebe ich jetzt einfach unten drunter. So, das ist jetzt das getrocknete Unterteil. Hier schiebe ich mal an einer Seite die Stange rein und dieses Querholz, das kommt hier unten drunter hin. Das halte ich jetzt mal hier an, klemme das fest und werde dann hier auf diese Stange einmal drauf klopfen, damit ich unten eine Markierung habe. Sehr schön. Die Markierung bohren wir jetzt mit einem 6 mm Bohrer auf und auf der anderen Seite verfahre ich genauso. Das ist jetzt das Teil, das habe ich mit Epoxidharz verklebt, die beiden Alustangen. Im Normalfall kommen die einfach hier rein, festgedreht, und dann kann man ganz normal damit arbeiten. Wenn man das braucht, schraubt man das auf, dreht das Ganze herum, schiebt es wieder da rein, dreht es fest oder auf die Entfernung, die man haben möchte, und schiebt es dann zum Beispiel hier an den Rand, wo man das Ganze dann verschieben kann. Wie gesagt, ist nur eine kleine Hilfe, geht so um 10 cm, mehr ist das nicht, aber ich denke, im Notfall kann man das ganz gut brauchen. Alles soweit wieder zusammengebaut, und zwar habe ich jetzt hier unten mir Markierungen gemacht, die dazu dienen sollen, später ein solches Rundholz hier, das dann genau mittig zu treffen. Dazu habe ich mir auch hier solche Dreiecksleisten zurechtgeschnitten. Die klebe ich jetzt hier
vorne und hinten hin und damit habe ich dann eine optimale Führung, um hier eine Stange reinzulegen und die dann aufzubohren. Das Projekt an sich ist somit fertig. Das, was mir noch fehlt, ist hier oben. Und zwar rutscht das immer wieder raus. Hier mache ich mir noch einen Sprengring drum. Da werde ich hier mit der Säge, ich komme mal was näher, so, da werde ich hier mit der Säge eine kleine Kante reinschneiden und dann diesen Sprengring da drauf setzen. Den habe ich natürlich nicht, wie immer, genau das Teil, was man braucht, hat man nie in der Werkstatt griffbereit. Das wird einige Tage dauern, aber soweit kann man schon mal sagen, dass das Projekt als solches mir viel Freude bereitet hat. So ein bisschen bin ich nachher dann tatsächlich doch ans Verzweifeln gekommen, als diese ganze Geschichte nicht passte und ich alles von neu, nämlich anders bauen musste. Aber man wächst ja an seinen Aufgaben und deshalb würde ich sagen, mal sehen, was uns nächste Woche oder im nächsten Video erwartet. Ich bedanke mich für euer Zuschauen, eure Aufmerksamkeit, sage ciao, bis demnächst, Gruß, euer Jürgen aus der Bastelgarage.